Hallo und willkommen im bayerischen Voralpenland. Zuerst erwarten uns der romantische Pfaffenwinkel und das Kloster Benediktbeuern, dann der Walchensee, die Jachenau und Bad Tölz. Zu guter Letzt geht's über die Kesselbergstraße in einem weiten Bogen zum Tegern- und Silvensteinsee. Nach dem Start in Garmisch genießen wir die schönen Kurven zum knapp 900 Meter hohen Ettaler Sattel. Auf der Sattelhöhe liegt das 1330 gegründete Kloster Ettal, wo ein Besuch eingeplant werden sollte. Das gesamte Ensemble, besonders die barocke Klosterkirche, sind beeindruckend und der Eintritt ist sogar kostenlos. Das prächtige Deckengemälde weist den Weg in den Himmel, der in unserem Fall mit Motorrädern ausgestattet ist. Die rechte Bergspitze ist der markante Kofel, nur ca. 1 Kilometer von Oberammergau entfernt. Die idyllische Landschaft ist geprägt von der bäuerlichen Kultur, in der die Menschen noch ihre Traditionen bewahren. Die Dorfkirche St. Anton von 1848 steht, wie der Maibaum, in der Mitte des Dorfes und ist typisch für weite Teile Bayerns. Die sanften Hügel sind in der letzten Eiszeit als Moränen entstanden. Nicht weit von hier fließt die Ammer in einer wilden und schönen Schlucht nach Norden. Das bäuerlich geprägte Morgenbach ist nur 5 Kilometer Luftlinie von der weltbekannten barocken Wieskirche entfernt. Dass die Gegend auch Pfaffenwinkel genannt wird, erklärt sich also von selbst. An der Marienkapelle bei Schönberg legen wir einen kurzen Stopp ein. Der unvergleichliche Panoramablick auf die 25 Kilometer entfernten Alpen ist unbezahlbar. Die Nebenstrecke führt uns zunächst weiter Richtung Norden bis Böbing, um dann nach Südosten abzubiegen. Auch hier im beschaulichen Böbing ist ebenfalls ein imposanter, weißblau gestreifter Maibaum aufgestellt worden. Uffing am Staffelsee, unser nächstes Zwischenziel, wurde schon im Jahr 739 erwähnt und war ein Stiftsgut des Klosters Benediktbeuern. Nach dem misslungenen Putschversuch 1923 tauchte Adolf Hitler hier bis zu seiner Verhaftung unter. Vor uns erkennen wir schon unser Tagesziel, Kloster Benediktbeuern, dessen Geschichte bereits bis in das 8. Jahrhundert zurückreicht. Die Klosterkirche ist das Schmuckstück des Komplexes, wie wir noch später sehen werden. Wir machen uns auf
die weitläufige Anlage zu erkunden. Manche Nebengebäude sind Zeugen der glanzvollen Vergangenheit. Außerhalb des normalen Klosterlebens wurden hier bedeutende wissenschaftliche Entdeckungen, zum Beispiel der Spektrallinien, durch Josef Fraunhofer gemacht. Die Basilika wurde im 17. Jahrhundert als Klosterkirche im Baustil des italienischen Frühbarocks erbaut. Das Kirchenschiff ist 18 Meter hoch und 26 Meter breit. Wirklich beeindruckt machen wir uns nach einer Pause im Biergarten des Klosters auf den Weg zurück nach Garmisch. Am nächsten Morgen lädt uns das schöne Wetter ein, eine neue Tour zu starten. Zunächst geht es am Südufer des Walchensees entlang Richtung Jachenau und Lenggries. Der Walchensee ist ein See natürlichen Ursprungs mit 16 Quadratkilometer Fläche. Er dient seit 1924 als Speichersee für das 200 Meter tiefer gelegene Walchensee-Kraftwerk am Kochelsee, wird aber auch touristisch gerne genutzt. Westlich des Sees liegt die Jachenau, das sich von Ost nach West erstreckt. Im Gegensatz zu anderen Alpentälern treffen die Sonnenstrahlen von morgens bis abends den Talgrund, weshalb es auch Sonnental genannt wird. Die blaugrüne Isar fließt mitten durch Bad Tölz, einer Kurstadt, deren Anfänge bis zum Jahr 550 zurückgehen. Über die Isarbrücke fährt man direkt auf die Altstadt zu, deren historische Marktstraße mit prachtvollen Fassaden punktet. Direkt an der Isarbrücke findet man noch kostenlose Motorradparkplätze. Vor unserem Stadtbummel werfen wir nur einen Blick auf die Isar, die nach München fließt und in der Donau mündet. Die Marktstraße, der schönste Festsaal des Oberlandes, wurde um 1900 vollständig an den alpenländischen Stil angepasst. Die Mühlfeldkirche ist zwar nicht die Hauptkirche in Bad Tölz, aber ein wunderbares architektonisches Kleinod. Auf der letzten Tour am Ortsrand von Wallgau erhalten wir unerwartete Liebesgrüße der örtlichen Autoritäten. Wir lassen uns aber damit nicht die Tour vermiesen, die am Walchensee vorbei zur Kesselbergstraße nach Kochel führt. Die Kesselbergstraße, auf der einst Bergrennen ausgetragen wurden, wird immer noch viel genutzt. Leider ist sie in Nord-Süd-Richtung täglich zwischen 15 und 22 Uhr für Motorräder gesperrt. Sie ist 9 Kilometer lang, überwindet bis zum Pass 255 Meter Höhenunterschied und bietet an mehreren Stellen schöne Ausblicke.
Tegernsee und das südlich gelegene Rottach-Egern liegen im sogenannten Tal der Millionäre, die sich noch leisten können, hier ein Grundstück zu erwerben. Wer etwas Zeit mitbringt, kann in der Schlosspromenade oder bei einer Bootsfahrt den Blick auf den herrlich gelegenen See genießen. Die Bundesstraße 307 führt vom Tegernsee über den Achenpass, der auf österreichischer Seite liegt, weiter zum Sylvensteinsee. Der Sylvenstein-Stausee wurde 1959 fertiggestellt und zügelt die wilden Wasser der Isar. Mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns von euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.